Ich glaube, das war knapp. Die grüne Gentechnik breitet sich aus. Hoffnung für Entwicklungsländer. Gefürchtet in Österreich. Mir macht es irgendwie eher Angst. Also ich möchte es eigentlich nicht essen. Vorangetrieben von Agrarkonzernen, bekämpft von Umweltschützern. Das gesamte Feld ist die gesamte Zeit giftig. Fluch oder doch Segen für die Landwirtschaft? Radikal neue Methoden elektrisieren die Wissenschaft. Bringen sie robustere Pflanzen? Das wäre natürlich ein Traum, wenn wir so eine Kartoffelsorte hätten. Schöne neue Gentechnik. Revolution in der Landwirtschaft. Wien-Kutschgermarkt. Ein Ort, an dem das Essen zelebriert wird. Buntes Gemüse, herzhaftes Fleisch, Exotisches aus den Meeren der Welt. Alles, was satt macht, leuchtet in den schönsten Farben. Die Früchte sogenannter gentechnisch veränderter Organismen, kurz GVO, sucht man hier vergeblich. Und das, obwohl ihre weltweite Bedeutung und Verbreitung stetig wachsen. Mich würde interessieren, ob Sie gentechnisch veränderte Lebensmittel essen würden. Nein, wenn es möglich ist, bitte nicht. Warum nicht? Weil mir das suspekt ist, was da passiert mit uns. Wir haben so viele gute Lebensmittel. Warum muss ich da immer eingreifen? Warum muss ich da immer das irgendwie verändern? Weil ich prinzipiell gegen Gentechnik bin. Ja? Also wieder zurück zum Ursprung. Dadurch, dass ich auch ein kleines Kind habe, schaue ich extrem drauf, dass es halt, wenn möglich, überhaupt biologisch ist. Und halt beim Mais oder so schaue ich auch immer, da steht keine Gentechnik. Also mir macht es irgendwie eher Angst. Also ich möchte es eigentlich nicht essen. Österreich wähnt sich gentechnikfrei. Zwischen Vorarlberg und dem Burgenland gibt es keinen einzigen Acker, auf dem GVO-Pflanzen wachsen, auch nicht zu Forschungszwecken. Produkte mit gentechnisch veränderten Zutaten müssen entsprechend gekennzeichnet werden, was sie hierzulande nahezu unverkäuflich macht. Verkaufsfördernd scheinen hingegen solche ohne Gentechnik-Hinweise zu sein. Warum eigentlich? Befeuert von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen gehört die lautstarke Ablehnung der Gentechnik bei Nahrungsmitteln fast zur nationalen Identität Österreichs. Eine der Befürchtungen ist, dass sich manipuliertes Pflanzenerbgut in der Natur ausbreitet. Praktisch alle gentechnisch veränderten Pflanzen haben eine von zwei Eigenschaften. Entweder sie sind gentechnisch so verändert worden, dass sie resistent gegen ein bestimmtes Unkrautvernichtungsmittel, wie zum Beispiel Glyphosat, sind. Oder sie wurden gentechnisch so verändert, dass sie selber ein Gift gegen Insekten produzieren. Oder sie können sogar beides. Beide diese Aspekte sind aus unserer Sicht sehr kritisch. Hinzu kommt die laut Greenpeace ungeklärte Frage, ob gentechnisch veränderte Pflanzen der menschlichen Gesundheit schaden. Lösen sie womöglich Krebs aus? Auch, dass sie Bauern zu einer Art Sklaven von Agrarkonzernen machen, wird immer wieder behauptet. Müssen wir wirklich Angst haben? Was steckt hinter all den Bedenken, die der grünen Gentechnik entgegenschlagen? Und warum gibt es trotzdem immer mehr Bauern, die solche Pflanzen anbauen? Auf der Suche nach Antworten machen wir uns auf eine Reise, die uns viele tausend Kilometer über den Erdball führt. Unsere Spurensuche beginnt aber in Niederösterreich. Auch hier gibt es keine Gentechnik auf den Feldern, wohl aber Menschen, die Getreide mit herkömmlichen Zuchtmethoden verändern. Man könnte auch sagen, manipulieren. Vor rund 10.000 Jahren haben Menschen begonnen, einen Teil der dicksten Samen wilder Gräser nicht zu essen, sondern in den Boden zu legen. Es war die Geburtsstunde der Landwirtschaft. Alle nachfolgenden Generationen haben das Gleiche getan. Sie haben Auslesezucht betrieben und damit über Jahrtausende hinweg das geschaffen, was wir heute alte Sorten nennen. Warum begnügt sich der Mensch nicht damit?
Es ist wichtig, dass diese alten Sorten erhalten bleiben. Es gibt ja Genbanken, wo die auch eingelagert werden. Und sie sind wichtige genetische Quellen, um in der Züchtung darauf zurückgreifen zu können. Für den breiten Anbau sind sie einfach nicht mehr geeignet, weil wir absolut unbefriedigende Resultate im Hinblick auf Ertrag und Qualität mit ihnen erzielen würden. Wir brauchen heute im Getreidebau Erträge von 5, 6, 8 Tonnen pro Hektar, um mit diesen Erträgen die Weltbevölkerung ernähren zu können. Die alten Sorten konnten keine so schweren Ähren tragen, weil die Halme zu lang und zu schwach waren. Und sie hatten auch bei einer modernen Produktionstechnik mit Düngung zu viele Pflanzenkrankheiten, die auch mit intensiven Fungizidmaßnahmen nicht kontrollierbar gewesen wären. Erst seit rund 100 Jahren ist es möglich, beruhend auf den Entdeckungen des Mönchs Gregor Mendel, Pflanzen ganz gezielt zu kreuzen. Auf diese Weise kreieren auch die 45 Mitarbeiter der Saatzucht Donau immer wieder neue Sorten, sprich neue Kombinationen von Eigenschaften. Zum Beispiel kombinieren wir eine Sorte mit hohem Ertrag, aber Schwächen in Krankheitsresistenzen und eine Sorte, die vielleicht ertraglich nicht so gut ist, aber wesentlich widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Dann kreuzen wir diese beiden Sorten und in den Nachkommen selektieren wir dann und versuchen diejenigen herauszufinden, die die positiven Eigenschaften beider Eltern in sich vereinen. Das heißt, einen guten Ertrag haben, aber auch eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten. Das ist deshalb sehr schwierig, weil wir natürlich nicht nur auf 2 Merkmale schauen müssen, sondern es geht um sehr viele Eigenschaften. Wir müssen auch auf Winterhärte schauen, auf Standfestigkeit, auf eine angepasste Reifezeit, auf eine gute Verarbeitungsqualität. Bei Krankheiten gibt es neue Rassen, es können neue Krankheiten auftreten und hier müssen wir uns immer wieder mit unseren Sorten anpassen. Die perfekte Nutzpflanze wird es wahrscheinlich niemals geben, auch weil sich die Ansprüche an sie ständig verändern. Genauso wie das Klima und die Vorlieben der Menschen. Mit Methoden der grünen Gentechnik könnten wir die Anpassung der Pflanzen deutlich beschleunigen. Was hält uns davon ab? Um das herauszufinden, fahren wir in den Nordwesten Spaniens, genauer in die Region Katalonien, östlich der Stadt Girona. 1996 haben US-amerikanische Landwirte zum ersten Mal gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Seitdem wächst deren weltweite Anbaufläche nahezu kontinuierlich, vor allem in Nord- und Südamerika, aber auch in Asien und etwas in Afrika. Europa importiert solche Pflanzen zwar als Futtermittel, im eigenen Boden will man sie aber nicht wachsen sehen. Nur in Portugal und hier in Spanien gibt es derzeit ein paar wenige Bauern, die gentechnisch veränderten Mais ansehen. Warum tun sie, was im Rest Europas offenbar als Umweltsünde gilt? An diesem Frühlingsmorgen hat Landwirt Kim Danes seinen Kollegen Carlos Alemanni bestellt, der auf seinem Feld Mais aussät. Hier kommt die derzeit einzige in Europa für den Anbau zugelassene gentechnisch veränderte Pflanzensorte tatsächlich in den Boden. Das Saatgut stammt vom Agrarkonzern Pioneer. Die Körner tragen ein von Monsanto hergestelltes Genkonstrukt in sich, das den Mais widerstandsfähig gegen seinen gefährlichsten Schädling macht. Das Gen stammt aus dem Bodenbakterium Bacillus thuringiensis, kurz BT. Sobald der BT-Mais wächst, produziert das fremde Gen in ihm ein Protein, das für Insekten giftig ist. Sie sterben, wenn sie von dem Mais fressen. Kim, warum säen Sie auf Ihren Feldern gentechnisch veränderten Mais? Ja, weil die Produktion um vieles besser ist. Die Pflanze ist gesünder, die Körner sind gesünder. Es kommen mehr Kilos pro Anbaufläche heraus. Und Fakt ist auch, dass man weniger Insektizide benötigt. Diese Tatsache erkennt auch Greenpeace an. Ebenso, dass das Gift auch als Pestizid in der Biolandwirtschaft eingesetzt wird. Die Maispflanze soll es aber nicht selbst produzieren. Natürlich muss ich dann sonst weniger Insektizide spritzen, weil eben die Pflanze selbst schon in jeder einzelnen Zelle dieses Gift produziert. Aber genau das sehen wir sehr, sehr kritisch, weil eben dann nicht nur dann ein Insektizid angewendet wird, wenn ein tatsächlicher Schädlingsbefall besteht, sondern das gesamte Feld ist die gesamte Zeit giftig.
Die gesamte Zeit giftig sind die Maispflanzen allerdings fast ausschließlich für jene Insekten, die dem Mais schaden könnten. Das bestätigt eine große Meta-Analyse, die im Frühjahr 2018 in Nature, einem der renommiertesten Wissenschaftsmagazine, veröffentlicht wurde. Darin wurden Daten ausgewertet, die im Rahmen vieler tausend Einzelstudien über 21 Jahre hinweg gesammelt wurden. Das Ergebnis: sogenannte Nicht-Zielorganismen, also Insekten, die nicht vom Mais fressen, erleiden durch den Gentech-Mais auch keinen Schaden. Und neben einem höheren Ertrag fällt der Gentech-Mais durch deutlich geringere Konzentrationen an krebserregenden Schimmelpilzgiften auf. Grund dafür: wenn Schädlinge den Mais nicht anbohren, können auch weniger Pilzsporen in ihn eindringen. Starke Hinweise auf positive Umwelt- und Gesundheitswirkungen also. Und gleich Spurensuche in Bangladesch. Ich glaube, das war knapp. Wie kann das Land den Hunger der rasant wachsenden Bevölkerung stillen? Wer sind die wahren Profiteure der grünen Gentechnik? Die grüne Gentechnik ist weltweit auf dem Vormarsch. Was sind die Konsequenzen für Mensch und Umwelt? Spaniens Maisbauern spritzen weniger Pestizide. Trotzdem bleibt die Technologie heftig umstritten. Die Biologin José Salleras arbeitet für das Agrarforschungsinstitut IRTA, das die Auswirkungen des Gentech-Maisanbaus seit vielen Jahren wissenschaftlich begleitet. Oft ärgert sie sich über die Art, wie Gentechnikgegner argumentieren. Die Organisationen, die gegen gentechnische Veränderungen sind, senden manchmal Botschaften, die sehr einfach gestrickt sind oder die dich verwirren können, wenn du dich im Thema nicht ausreichend auskennst. Dann glaubst du sie und du machst sie zu deinen eigenen. Ich glaube, dass diese Organisationen, die so viel Druck auf EU-Ebene ausgeübt haben, vielleicht nicht tiefgreifend genug wissen, was der Zweck dieser einzigen gentechnisch veränderten Pflanze ist, die hier in Spanien zugelassen ist. Dieser Zweck liegt im Anbau gesunder Pflanzen bei geringerer Pestizidmenge. Allerdings, Schädlinge können sich an das vom Mais produzierte Gift gewöhnen und ihrerseits eine Resistenz dagegen entwickeln. Bis dato wird das durch einen einfachen Trick verhindert. Unter das Gentech-Saatgut mischen die Bauern nämlich 30% herkömmliches Saatgut. Resistenzen werden so zumindest verzögert. Aber was passiert, wenn der Wind gentechnisch veränderte Pollen davonträgt, die auf anderen Feldern konventionellen Mais bestäuben? Droht dann nicht das, was Kritiker auch in Österreich als Kontaminierung und Wissenschaftler als Auskreuzung bezeichnen? José und ihre Kollegen haben genau das untersucht. Die Ergebnisse dieses Projekts waren vor allem, dass es ab einer Distanz von 20 Metern zwischen einem konventionellen und einem gentechnischen Feld keine Probleme mehr mit Auskreuzungen gibt. Und selbst wenn es passiert, aufs Nachbarfeld auskreuzen würde dann eben jene Insektenresistenz, die Bauer Kim an seinen Pflanzen so schätzt. Dass Greenpeace das nicht einsehen will, kann Kim nicht verstehen. Es wurden viele Katastrophen losgetreten auf dieser Welt. Und Greenpeace packt an. Sie machen gute Arbeit. Aber in diesem Fall, was wir Bauern hier machen, ich glaube, da hat sich nicht erwiesen, dass das schädlich für die Gesundheit oder die Umwelt ist. Kims Mais wird später vermutlich an Schweine verfüttert. Die Firmen, die das Futter zusammenmischen, kaufen nämlich nur noch den Gentech-Mais. Mit ihm ließen sich die Grenzwerte für Schimmelpilzgifte einfach leichter einhalten. So erzählt man uns bei Landwirt Cenis Casademont und seinen knapp 2000 Schweinen. In diesem Betrieb wird seit 15 Jahren Futter mit gentechnisch veränderter Mais als Zutat an die Schweine verfüttert. Und sowohl die Schweine als auch der Landwirt scheinen damit zufrieden zu sein. Wir brechen nach Asien auf. Hier wollen wir dem Vorwurf nachgehen, die grüne Gentechnik helfe vor allem den Agrarkonzernen, ihre Vorstellungen einer industrialisierten Landwirtschaft aller Welt aufzuzwängen. Kleinbauern in Entwicklungsländern führe sie in eine verhängnisvolle Abhängigkeit, so die These. Aber stimmt das tatsächlich?
Gibt es vielleicht auch noch ganz andere Geschichten, die es nie in Europas Schlagzeilen schaffen? Auf der Suche nach solchen Geschichten sind wir in eines der ärmsten Länder der Erde gekommen. Ein Land, das nicht einmal doppelt so groß ist wie Österreich, derzeit aber rund 165 Millionen Menschen ernähren muss. Bangladesch steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zwar hat sich die Armut in den vergangenen Jahrzehnten verringert und das Bevölkerungswachstum verlangsamt. Dennoch wird erwartet, dass das Land im Jahr 2050 noch einmal rund 40 Millionen Menschen zusätzlich ernähren muss. Und das, obwohl Klimawandel, die zunehmende Versalzung von Ackerböden und regelmäßige Überschwemmungen die landwirtschaftliche Nutzfläche schrumpfen lassen. Die Frage ist also, wie kann das Land Armut und Unterernährung weiter eindämmen, obwohl immer mehr Menschen vom Kuchen abbeißen wollen. Assalamu alaikum. Wie geht's? All gut? Na, da haben wir alles gesagt, glaube ich. Alleine im Ballungsraum Dhaka drängen sich rund 20 Millionen Einwohner. Es ist einer der am dichtesten besiedelten Flecken Erde weltweit. Und täglich strömen Hunderte weitere Menschen in die Hauptstadt. Rund ein Drittel der Bevölkerung muss sich mit dem begnügen, was das Leben in einem Elendsviertel zu bieten hat. Und trotzdem, die Stadt verspricht ein höheres Einkommen als das Land, wo Ackerbau und Viehzucht die zentrale Rolle spielen, wo Bauern heute noch so arbeiten, wie Österreichs Bauern vor vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten. Das wichtigste Nahrungsmittel, den Reis, ernten und dreschen die Männer in den Dörfern von Hand. Knochenharte, schweißtreibende Arbeit. Zur Belustigung aller lassen sie heute ausnahmsweise mal den Europäer ran. Sowas sieht man schließlich nicht alle Tage. Wir fahren in den Norden. Dort sollen gentechnisch veränderte Pflanzen wachsen, die einen höheren Ertrag bringen und weniger Pestizide benötigen. Das Problem: Wer in Bangladesch irgendwo hin möchte, der braucht Geduld und strapazierfähige Nerven. Ich glaube, das war knapp. Zwar gilt Linksverkehr, aber die Frage, wer auf welcher Seite der Straße fährt, wird eher flexibel gehandhabt. Okay, is somebody gonna stop? Für die rund 200 Kilometer von Dhaka nach Bogra im Nordwesten werden wir heute ca. 6 bis 8 Stunden unterwegs sein. Wenn man sich die Straßen und den für unsere Augen wirklich absolut chaotischen Verkehr anschaut, dann ist klar, warum das so lange dauert. Nach 3 Stunden Fahrt entdecken wir am Straßenrand etwas, von dem wir gehört hatten und das wir mit eigenen Augen sehen wollen. Bauern, die mit der Rückenspritze Pestizide ausbringen, barfuß, ohne Maske, ohne jeden Schutz. Wir halten an und kommen dank unseres Kontaktmanns und Dolmetschers Arif ins Gespräch. Insab und Pia heißen die beiden sprühenden Männer. Er möchte wissen, lieber Pia, was haben Sie gerade gesprüht? Das Gift heißt Nil, ein Blattgift. Das sprühe ich. Ist das, um Schädlinge zu töten? Ja. Was passiert, wenn Sie das Gift nicht benutzen? Wie groß wäre der Schaden? Wenn ich das Gift nicht benutze, dann ist mein ganzes Feld kaputt. Es sind Melanzani-Pflanzen, die Pia und Insab mit dem Gift besprühen. Sie zählen in Bangladesch zu den wichtigsten Gemüsearten. Seit dem Jahr 2013 gibt es das Gemüse auch in einer gentechnisch veränderten und insektenresistenten Form. Davon hat Bauer Pia allerdings noch nichts gehört. Seine Pflanzen muss er 2-mal in der Woche mit Pestiziden besprühen. Und trotzdem fällt 1/3 seiner Pflanzen Insekten zum Opfer.
Am nächsten Tag treffen wir den Bauer Milon Mia, der seit 20 Jahren Melanzani anpflanzt und seit 3 Jahren auf eine gentechnisch veränderte Sorte setzt. Sie trägt dasselbe Bacillus thuringiensis, also BT-Gen, in sich, das auch den Mais in Spanien vor Schädlingen schützt. Heute sind wieder etliche Früchte groß genug gewachsen, um von Milon und seinem Vater Ashraf Ali gepflückt zu werden. Ein ganzer Korb voll. Was unterscheidet die neue Gentechnik-Sorte von der alten ohne Gentechnik? Der Unterschied ist der, dass früher 80% der Melanzani von den Insekten so verseucht waren, dass man sie nicht essen konnte und deshalb wegwerfen musste. In die BT-Melanzani können keine Insekten eindringen und deshalb schmecken sie auch besser. Milon lässt sich gerne bei der Ernte seiner Früchte helfen. Dabei erzählt er uns, wie stolz er darauf ist, dass diese Pflanzen in seinem Land gezüchtet wurden und welche Vorteile sie ihm bringen. Die Kosten sind drastisch gefallen. Früher musste ich ein Viertel der Einnahmen nur für die Insektizide investieren. Seit wir die BT-Melanzani anbauen, haben wir weniger Kosten und mehr Gewinn. Außerdem werden sie am Markt sehr schnell verkauft. Sobald sie dort eintreffen, sind sie weg. Die anderen warten, bis sie ihre Los bekommen. Wir machen einen Abstecher zum Feld eines Nachbarn, wo herkömmliche Melanzani ohne Insektenresistenzgen stehen. Nahezu alle sind welk, von innen zerstört durch einen Auberginenfruchtbohrer. Sobald sich die Käferlarve hineingebohrt hat, können ihr nämlich auch Pestizide nichts mehr anhaben. 10-mal hat der Nachbar gespritzt und das Feld schließlich trotzdem aufgegeben. Dieser fiese Auberginenfruchtbohrer hat wirklich überhaupt keinen Anstand. Er frisst sich durch die Stängel der Pflanzen und durch die Früchte. Und zu allem Elend hinterlässt er dann dabei auch noch die Hinterlassenschaften seiner Verdauung. Sowas will wirklich niemand mehr essen. Lassen wir's da, oder? Geh mal. Gegen Milons Pflanzen ist der Schädling nahezu chancenlos. Gleich Biolandwirtschaft und Gentechnik, geht beides zusammen? Und werden sich die neuen Pflanzen in Bangladesch durchsetzen? Wir sind in Bangladesch und wollen wissen, wie sich gentechnisch veränderte Pflanzen auf Mensch und Umwelt auswirken. Bauer Milon ist einer von inzwischen rund 27.000 Bauern, die in Bangladesch erfolgreich Gentechnik-Melanzani mit eingebauter Insektenresistenz anpflanzen. Da sie das Saatgut frei vermehren und weitergeben dürfen, ist die tatsächliche Zahl der Anbauer vermutlich weit größer. Im ersten Jahr 2013 waren es gerade mal 20 Bauern. Das sind auf jeden Fall die ersten gentechnisch veränderten Früchte, die ich jemals geerntet habe. So viel steht fest. Am Ende des Tages bringen wir das Erntegut ins Trockene. Es war ein aufregender Tag und das nicht nur für den Besuch aus Österreich. An der Entwicklung des Gemüses waren auch Wissenschaftler des staatlichen Agrarforschungsinstituts von Bangladesch beteiligt. Die wissenschaftliche Leiterin der Biotechnologieabteilung, Dila Frosha Kanam, erklärt, warum das von den Gentechnikpflanzen produzierte Gift für Menschen mit ihrem sauren Magenmilieu harmlos ist. Das vom Cry1AC-Gen produzierte Protein wirkt nur in einem alkalischen Magen giftig. Außerdem haben wir Menschen keine Rezeptoren für diese Substanz, der Pflanzenschädling aber sehr wohl. Deshalb stirbt das Insekt, sobald es von der Pflanze gefressen hat. Wer sind die größten Nutznießer dieser Pflanzen? Die Bauern profitieren davon, weil sie keine Pestizide brauchen, um das Insekt zu bekämpfen. Und ich glaube, unsere Bauern sind sehr zufrieden damit. Das für die Insektenresistenz verantwortliche Genkonstrukt hat die indische Saatgutfirma Mahyco, ein Partner des ehemaligen Agrarkonzerns Monsanto, zur Verfügung gestellt. Wissenschaftler der US-amerikanischen Universität Cornell und des Agrarforschungsinstituts von Bangladesch haben es in 4 lokale Sorten eingekreuzt. Patentgebühren fallen keine an. Das sind die Melanzani-Samen mit der eingebauten Insektenresistenz. Sie werden hier am Agrarforschungsinstitut gezüchtet und im weiteren Verlauf kostenlos an die Kleinbauern ausgegeben. Früh am nächsten Morgen trägt Bauer Milons Vater Ashraf Ali die frisch geernteten Melanzani zum nahegelegenen Markt. Gewöhnliche Melanzani spritzen die Bauern bis zu 80 oder gar 100 Mal gegen den Auberginenfruchtbohrer.
Milon musste seine Pflanzen nur zweimal gegen die weiße Fliege spritzen. Im Handumdrehen ist ein Käufer gefunden. Ich wäre glücklich, wenn es in jedem Gemüse so eine Technik wie in den BT Melanzani gäbe. Dann wären wir noch glücklicher. Während des Trainings im Forschungsinstitut haben wir den Wunsch geäußert, dass man sowas zum Beispiel in Kürbis oder Bittermelone hineingibt. Ließen sich Bangladeschs schrumpfende Ackerflächen mit Hilfe der Gentechnik effizienter nutzen, die wachsende Zahl an Menschen besser und gesünder ernähren? Die Regierung plant jedenfalls auch schon die Einführung einer krankheitsresistenten Kartoffelsorte. An weiteren Pflanzen wie Vitamin-A-Reis, Baumwolle und Hülsenfrüchten wird gearbeitet. Ich weiß, dass es mir, unserem Land und unserer Bevölkerung einen großen Nutzen bringt, diese gentechnisch veränderten Früchte anzubauen. Wir sind ein sehr dicht bevölkertes Land. Es gibt so viele Krankheiten, Schadinsekten und andere Naturgefahren. Mit der Gentechnik können wir Pflanzen in vielen Bereichen verbessern, etwa in Richtung Trockenresistenz, Salzresistenz, Insektenresistenz oder Krankheitsresistenz. Wir können unsere Kulturpflanzen damit vor den vielen Bedrohungen schützen, denen sie in unserem Land ausgeliefert sind. Es wird unsere Früchte in vielen Bereichen schützen. Für Sie bedeutet die Gentechnik also Hoffnung und nicht Angst, richtig? Oh ja, ich bin hoffnungsvoll, nicht ängstlich. Ganz sicher hoffnungsvoll. Jahangir Hossein hat sein bisheriges Forscherleben der Verbesserung der Landwirtschaft seiner Heimat gewidmet. Heute ist er Repräsentant von Feed the Future, einer Initiative der US-Regierung zur Hungerbekämpfung. Rund 70% der Bevölkerung sind direkt oder indirekt in der Landwirtschaft beschäftigt. Sie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das ist also ein sehr wichtiger Bereich. Die Entwicklung der Landwirtschaft ist gleichbedeutend mit der Entwicklung des ganzen Landes. Bangladesch ist durch Kleinbauern geprägt. Das bedeutet, dass zig Millionen Menschen, so wie Abdel hier, von dem leben, was sie mit der Kraft ihrer eigenen Hände auf teils winzigen Feldern erwirtschaften. Für uns mag das faszinierend anzuschauen sein. Für die Bangladescher bringt das wenig Romantisches mit sich. Für sie bedeutet es vor allem harte Arbeit und ein bescheidenes Leben. Nicht zuletzt deshalb möchte die Regierung die Landwirtschaft modernisieren und setzt dabei auch auf biotechnologische Werkzeuge inklusive der grünen Gentechnik. Mit dieser Geschichte und ihren eindrucksvollen Bildern im Gepäck fahren wir zurück. Die These, dass die grüne Gentechnik ausschließlich dem Wohl der Konzerne dient, hat sich in Bangladesch nicht bestätigt. Hier sind es die Kleinbauern, die von den neuen Sorten profitieren. Zurück in Österreich. Im Internet finden sich allerlei Horrorgeschichten über die grüne Gentechnik. Eine davon ging vor 6 Jahren um die ganze Welt. Der Molekularbiologe Gilles-Éric Seralini präsentierte 2012 eine Studie, mit der er scheinbar belegen konnte, dass Ratten Krebs bekommen, wenn man ihnen den Gentechnik-Mais NK603 füttert. Die Sorte ist unempfindlich gegen den Unkrautvernichter Glyphosat. Solche eingebauten Herbizidresistenzen können in der Praxis dazu führen, dass dieser eine Unkrautvernichter vermehrt eingesetzt wird. Als Folge können auch die Unkräuter allmählich resistent werden. In Seralinis Studie ging es allerdings nur um mögliche Gesundheitsgefahren durch die gentechnische Veränderung. In den Augen seiner Kritiker war Seralinis Studie mehr als mangelhaft. Zum einen, weil der von ihm benutzte Rattenstamm nach 2 Jahren ohnehin zu Tumoren neigt, ganz egal, was die Tiere fressen. Zum anderen habe er viel zu wenige Tiere benutzt, als dass die Ergebnisse von hoher Aussagekraft sein könnten, was Seralini übrigens selbst zugibt. Immerhin, das Ganze war mit ein Grund dafür, dass die EU-Kommission ein neues, größeres und finanziell besser ausgestattetes Forschungsprojekt ins Leben rief. Die dazugehörigen Fütterungsstudien wurden hier in der slowakischen Hauptstadt Bratislava durchgeführt. Am selben Ort treffen sich im April dieses Jahres Wissenschaftler, um die Ergebnisse zu diskutieren.
Im Rahmen des Projekts G-Twist hatte man Seralinis zweijährige Rattenfütterungsstudie wiederholt. Dieses Mal unter international anerkannten Regeln, öffentlich finanziert durch die EU. Haben sich seine zweifelhaften Ergebnisse bestätigt? Wie man heute sehen konnte, sind die Ergebnisse sehr klar und deutlich. Unter den Bedingungen, die wir hier verwendet haben im G-Twist-Projekt, ist keine Gefahr von dem gentechnisch veränderten Mais NK603 auszugehen. Seralinis Rattenstudie ist damit widerlegt. Fette Schlagzeilen machte allerdings weder die Konferenz in Bratislava noch das Ergebnis der Studie. Für den Laien ist es unheimlich schwer, wenn er nicht vorgebildet ist, sich ein Urteil zu schaffen über diese Flut an Informationen, die auf ihn einprasselt. Ich darf daran erinnern, an diesen Bildern mit den riesen Brusttumoren bei den Ratten. Das erzeugt im Verbraucher, in der Verbraucherin einen Effekt, den können wir mit den besten wissenschaftlichen Studien sehr schwer aus den Köpfen bekommen. Kaum bekannt ist auch, dass es innerhalb der Wissenschaft eine Art Konsens zur grünen Gentechnik gibt. Demnach ist zwar nicht alles, was die Technologie kann, automatisch eine gute Idee. Dass von gentechnisch veränderten Pflanzen per se kein höheres Risiko ausgeht als von konventionell gezüchteten, gilt aber als erwiesen. Zahlreiche Wissenschaftsakademien und andere renommierte Institutionen in aller Welt kommen zu diesem Schluss. Greenpeace widerspricht. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, ob gentechnisch veränderte Pflanzen ungesund sind oder nicht. Das liegt auch einfach daran, dass es keine Langzeitstudien gibt. Das heißt aber umgekehrt, es gibt aus Sicht von Greenpeace auch derweil noch keinen Hinweis, dass sie möglicherweise ungesund sind. Es gibt Studien in beide Richtungen. Aus unserer Sicht gibt es keinen Konsens darüber. 2016 richteten Wissenschaftler einen öffentlichen Brief an Greenpeace. Er ist inzwischen von mehr als 130 Nobelpreisträgern unterschrieben. Mediziner, Physiker und Chemiker von Weltrang. In dem Schreiben fordern sie Greenpeace auf, die Kampagnen gegen die grüne Gentechnik einzustellen. Angesichts der globalen Herausforderungen fragen sie: Wie viele von Armut betroffene Menschen in der Welt müssen noch sterben, bevor wir dies als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkennen? Auch der Appell der Nobelpreisträger verhallte in der weltweiten Medienlandschaft mehr oder weniger ungehört. Wie kommt es eigentlich, dass sich Greenpeace so vehement gegen die grüne Gentechnik wehrt? Vermutlich zum ersten Mal ist eine Ladung gentechnisch veränderter Sojabohnen nach Deutschland gelangt. Ein Frachter brachte sie aus den USA nach Hamburg. Der November 1996 markiert eine Art Zeitenwende. Greenpeace-Schlauchboote empfingen in Hamburg das erste Schiff mit sogenanntem Gensoja. Die Bilder gingen um die Welt. Greenpeace demonstrierte damit die Kampagnentauglichkeit einer Anti-Gentechnik-Politik. Bis dahin sei es alles andere als klar gewesen, dass sich die Umweltschutzorganisation gegen die Gentechnik stellt. So erzählt es jedenfalls der ehemalige Greenpeace-Mitarbeiter und Gentechnikexperte Ludger Wess. Greenpeace war im Anfang der Gentechnik bei Pflanzen und in der Landwirtschaft durchaus aufgeschlossen, weil man gesagt hat, wenn das stimmt, dass die Pflanzen gegen Schädlinge resistent machen kann, die Gentechnik, dann ist das eine tolle Sache, weil man damit Insektizide einspart. Also sind wir dafür. Erst später habe man eine strikt ablehnende Haltung übernommen. Sein persönliches Schlüsselerlebnis hatte Wess 1998. Im Auftrag von Greenpeace nahm er in den USA an einer Wissenschaftskonferenz zum BT-Gentechnik-Mais teil. Und ich kam dann zurück, bewaffnet mit einem Koffer voller Papiere und hatte sehr viele Gespräche geführt mit Behördenmitarbeitern und mit Wissenschaftlern. Und die haben meine Befürchtungen allesamt entkräften können. Und ich war danach nicht mehr davon überzeugt, dass da eine Gefahr für die menschliche Gesundheit von ausgeht. Habe dann gesagt, also wir können diese Behauptung, das ist möglicherweise gesundheitsschädlich, nicht aufrechterhalten. Das stimmt einfach nicht. Und dann wurde mir gesagt, naja, wir behaupten das trotzdem weiter. Weil nur wenn die Leute Angst um ihre Gesundheit oder die Gesundheit ihrer Kinder haben, dann geht das Spendenportemonnaie auf. Alles andere ist nicht kampagnenfähig. Wess war über die Reaktion enttäuscht und verließ Greenpeace. Sein damaliger Vorgesetzter bezeichnet Wess' Vorwürfe als Verleumdung. Vor der Kamera äußern möchte er sich nicht.
Ist es wirklich so, dass eine Umweltschutzorganisation Ziele verfolgt, die sich zuerst an ihrer öffentlichen Wirkung und erst an zweiter Stelle an den Belangen der Umwelt orientieren? Die Frage ist wohl nicht eindeutig zu beantworten. Fest steht aber, dass viele Agrar- und Nachhaltigkeitsexperten den Umweltschützern widersprechen. Eine für viele schier unglaubliche These vertritt ein Forscher-Ehepaar von der Universität von Kalifornien in Davis. Rahul Adamczyk leitet dort den Versuchsgarten für biologische Landwirtschaft. Seine Frau Pamela Ronald verbessert Nutzpflanzen per Gentechnik. In einem gerade neu aufgelegten Buch fordern sie, beides zu kombinieren. Die Biolandwirtschaft ist eine tolle Bewegung. Ich denke, sie ist wichtig, um die Konsumenten an die Bedeutung der Landwirtschaft zu erinnern und daran, wie wichtig die Förderung der Bodenfruchtbarkeit ist. Und es gibt viele Nutzpflanzen, bei denen die Erträge ähnlich hoch sind wie bei konventionellen Früchten. Aber bei vielen Kulturen, auch bei unseren Grundnahrungsmitteln, sind die Erträge viel, viel geringer. Und der Grund dafür ist, dass Biobauern zwar mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben wie andere Bauern, ihnen aber weniger Werkzeuge zur Verfügung stehen, um diese Probleme zu bekämpfen. Pamela Ronald und ihr Mann sind deshalb überzeugt, dass gerade die Biolandwirtschaft das Werkzeug Gentechnik nutzen sollte. Und zwar aufgrund der Erkenntnisse der Wissenschaft. Wissenschaft ist keine Glaubenssache. Wissen Sie, es sind nicht einzelne Wissenschaftler, denen man Glauben schenken sollte. Man sollte wirklich auf die Schlussfolgerungen schauen, zu denen tausende unabhängige Wissenschaftler rund um den Globus gekommen sind. Jede bedeutende wissenschaftliche Organisation in der Welt kommt zum Schluss, dass gentechnische Veränderung kein höheres Risiko in sich birgt als ältere Methoden der Pflanzenzüchtung. Greenpeace ist keine wissenschaftliche Organisation, das ist eine politische Organisation. Wir sind im Waldviertel in Niederösterreich, nahe der kleinen Ortschaft Rotfarn. Die meisten Bauern hier haben auf Biolandwirtschaft umgestellt. Auch Wilhelm Schwarzinger ist seit 2002 Biobauer. Als solcher achtet er besonders auf die Gesundheit seines Bodens und ausgewogene Fruchtfolgen. Alle paar Jahre ruht der Acker unter einer grünen Decke aus Kleegras, die dem Boden natürlichen Dünger beschert. Man könnte sagen, Schwarzinger arbeitet mit der Natur. Doch die Natur arbeitet nicht immer mit ihm. Es gibt Viruskrankheiten, es gibt als Schädling den Kartoffelkäfer und jetzt momentan ist das die Phytophthora, Kraut- und Knollenfaule, wie man sie hier sieht. Auf den Blättern fängt sie an. Das ist der Pilzrasen, das das Blatt beschädigt und dann geht es in den Stängel rein und dann zum Schluss auch noch in die Knolle. Hier sieht man es auch ganz schön, wo die Krautfäule schon massiv und heftig ist. Und hier zum Beispiel ein Zweig, der massiv betroffen ist von Krautfäule. Das fängt immer so nesterweise an und breitet sich dann innerhalb kürzester Zeit auf das ganze Feld aus. Und das führt zu was? Und das führt zu einem 100%igen Ertragsausfall. Der Erreger der Kraut- und Knollenfäule, ein Pilz, bedroht den Erdäpfelanbau in aller Welt. Er ist Forschungsgegenstand zahlreicher Wissenschaftler, auch an der niederländischen Universität Wageningen. Das ist das, was der Pilz mit den Knollen macht. Zuerst zerstört er die Blätter auf dem Feld und danach wäscht es die Sporen hinunter zu den Knollen und infiziert die Knollen. Und das ist das Endresultat. Wenn Biobauer Wilhelm Schwarzinger im Herbst gesunde Erdäpfel ernten will, bleibt ihm nur eine Wahl. Trotz gesunder Fruchtfolge und Biodünger, auch in der Ökolandwirtschaft hängt die Ernte von Erdäpfeln, Weintrauben, Obst und Gemüse von Pestiziden ab. Als ich Biobauer geworden bin, habe ich immer gesagt, ich werde nicht zerspritzen und habe gleich die Spritze verkauft, weil ich gedacht habe, es ist Bio ohne Spritze. Mittlerweile habe ich wieder eine Spritze gekauft, weil ich gesehen habe, ohne Spritze geht es auch in der Biolandwirtschaft nicht mehr. Der Druck von diesem Pilz ist besonders hoch, wenn es geregnet hat und eine feucht-warme Witterung entsteht. Und dann braucht es auch ein bisschen, will nicht sagen Chemie, aber Kupfer ist ein Spurenelement und ich verwende es hier als Schutz gegen die Phytophthora und Krautfäule und Knollenfäule.
Chemisch-synthetische Pestizide sind im Ökolandbau nicht erlaubt, wohl aber solche, die den Biorichtlinien nach als natürlich gelten. Dazu gehört auch das Schwermetall Kupfer, das zwar in kleinsten Mengen wichtig für Lebewesen, grundsätzlich aber als sehr giftig für Regenwürmer und Wasserorganismen eingestuft wird. Das viel größere Problem für Biobauer Schwarzinger: trotz des Spritzens sind seine Erträge deutlich geringer als die Erträge konventioneller Betriebe. Der Ertrag im Biolandbau ist in der Regel geringer als beim konventionellen Landwirt, obwohl man als Biobauer auch bestrebt ist, einen regelmäßigen und sicheren Ertrag zu erzielen. Aber es ist nicht immer möglich. Eine gegen die Krankheit immune und dadurch ertragreichere Sorte zu haben, wäre der Traum des Landwirts. In einem Forschungsinstitut in den Niederlanden ist dieser Traum bereits Wirklichkeit. Hier gibt es eine fäuleresistente Gentechnik-Kartoffel. Pflanzenforscher Anton Haverkort zeigt den Unterschied bei jeweils ungespritzten Varianten der Sorte Desiree. Das hier ist zum Beispiel ein Stück mit der Sorte Desiree. 6 Pflanzen dieser Sorte, komplett tot. Hier haben wir Desiree, in die ein einzelnes Resistenzgen von Solanum chacoense, einer mexikanischen Spezies, eingebaut wurde. Ein einziges Gen wurde übertragen. Und Sie können sehen, hier gibt es nur ein ganz kleines bisschen einer Infektion. Hier auf der anderen Seite haben wir dieselbe Sorte Desiree, in die 2 Gene von wilden Kartoffeln aus Mexiko übertragen wurden. Und hier finden wir keine einzige Stelle mit Kraut- und Knollenfäule. Fäulnisfreie Pflanzen ohne Pestizide, geschützt durch die Gene ihrer wilden Verwandten, eingezüchtet durch Gentechnik. Warum nutzen wir sie in Österreich nicht, um die Vorzüge der Biolandwirtschaft, etwa ihre positiven Auswirkungen auf die Artenvielfalt, mit besseren Erträgen zu kombinieren, um schrumpfende Ackerflächen effizienter zu nutzen, fragen die Wissenschaftler. Noch sind die Fronten verhärtet, die resistenten Gentechnik-Erdäpfel von Europas Feldern verbannt. Biobauer Schwarzinger sieht es pragmatisch. Wenn die Gentechnik auch nicht von anderen Spezies kommt, sondern eben von Kartoffeln, von Ursorten und Züchtungen, die dagegen resistent sind, wäre es eine denkbare Möglichkeit. Nutzpflanzen, die sich von selbst gegen Schädlinge wehren können, die auch in einem sich wandelnden Klima bei Trockenheit, Versalzung oder Nährstoffmangel hohe Erträge liefern, das wünschen sich Bauern auf der ganzen Welt, egal ob sie biologisch oder konventionell ackern. Auf der Suche danach nutzen Züchter schon seit einem halben Jahrhundert radioaktive Strahlung oder chemische Substanzen, um in Pflanzen zufällige, unkontrollierte Mutationen auszulösen. Jene mit positiven Eigenschaften züchten sie weiter. Der Prozess nennt sich Mutagenese und stellt einen enormen Eingriff ins Erbgut dar. Von den strengen Prüfungs- und Kennzeichnungsvorschriften des Gentechnikrechts ist die Methode dennoch ausgenommen. Per Strahlung gezüchtete Sorten finden sich sogar im Bioladen. Die Grenze zwischen althergebrachten Züchtungsmethoden und Gentechnik verschwimmt immer mehr. Wissenschaftler und Pflanzenzüchter in aller Welt arbeiten heute mit einer ganzen Palette revolutionär neuer Werkzeuge. Sie verändern die Bausteine des Erbguts so präzise und effizient, wie ein Textprogramm Buchstaben tauscht. Alles andere erscheint dagegen fast wie eine Holzhammermethode. Allerdings, es tobt ein Streit zwischen Wissenschaftlern, NGOs und Politikern, ob diese unter dem Begriff Genome Editing zusammengefassten neuen Züchtungstechniken rechtlich Gentechnik darstellen. Muss man ihre Produkte kennzeichnen? Am 25. Juli spricht der Europäische Gerichtshof ein vielleicht wegweisendes Urteil dazu. Er könnte eine kleine Revolution in der Landwirtschaft auslösen. Die vielversprechendste der neuen Methoden ist die sogenannte Genschere CRISPR-Cas9. Mit ihrer Hilfe lassen sich einzelne Eigenschaften von Pflanzen so präzise und zielsicher ändern wie nie zuvor. Die Genschere schafft dies, ohne Gene fremder Lebewesen einbauen zu müssen, wie es bei der klassischen Gentechnik meist der Fall ist. Es entstehen also Pflanzen, die sich laut Wissenschaft in nichts von normalen Kreuzungen unterscheiden. Ist das noch Gentechnik? Züchter Johann Birschitzky möchte die Genschere CRISPR jedenfalls nicht alleine den Agrarkonzernen überlassen und lieber selbst damit arbeiten. Der größte Vorteil ist das Schnellerwerden. Züchtung ist ein sehr langwieriger Prozess. Es dauert 10 Jahre, bis man neue Sorten bekommt. Wenn man aus Wildformen Resistenzen einbringt, kann es 15, 20 Jahre dauern. Und diese Schritte kann man mit CRISPR-Cas, wo man zielgerichtet einzelne Eigenschaften verändern kann, wesentlich schneller und zielgerichteter machen. Geht es nach Greenpeace, soll die Genschere Österreichs Züchtern vorenthalten und den strengen Regeln für Gentechnik unterworfen werden.
Es ist keine natürliche Kreuzung, sondern es wurde ein gentechnisches Verfahren eingesetzt. Damit ist es mal per Definition für uns ein gentechnisch veränderter Organismus. Die Haltung von Greenpeace stößt bei Wissenschaftlerinnen an der Universität für Bodenkultur in Wien auf Unverständnis. Gegen die Genschere zu sein, aber Zufallsprodukte aus der Züchtung mit Radioaktivität zu tolerieren, passt für sie nicht zusammen. Das betrübt mich schon zuweilen, dass der blinde Zufall da offensichtlich irgendwie weniger Risiko haben soll oder bergen soll, als der Wissenschaftler, der sich da was überlegt hat. Eva Stöger und ihre Arbeitsgruppe nutzen sowohl die Genschere CRISPR als auch klassische Gentechnik. Jungwissenschaftlerin Jennifer Schwestka forscht an Möglichkeiten, wie Pflanzen Impfstoffe herstellen können. Dass man Gentechnik nicht auch zur Verbesserung von Ackerkulturen einsetzen sollte, ergibt für sie keinen Sinn. Mit Gentechnikfreiheit zu werben, hält sie für reines Marketing. Ich habe halt das Gefühl, dass generell das Wort Gene in der Bevölkerung eher Angst schürt, weil die Menschen das assoziieren mit Mutationen, Krankheiten wie Krebs etc. Deswegen glaube ich, ist es jetzt eine gute Marketingstrategie, dass vor allem diese Logos bewusst so gewählt werden, dass wirklich groß und fett ohne Gen und das Technik dann klein dabei steht. Also ich glaube, das ist schon sehr bewusst so gemacht, um den Konsumenten etwas zu beeinflussen. Wie soll es weitergehen mit der Gentechnik in der Landwirtschaft? Ihre weltweite Anbaufläche wächst, aber viele Länder bleiben skeptisch. Brauchen wir das Werkzeug, um die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können, ohne noch mehr Natur zu Acker zu machen? Oder genügt es, den Fleischkonsum und die Verschwendung von Essen zu reduzieren? Und welche Rolle werden Umweltschutzorganisationen bei der Meinungsbildung spielen? Sie sollte sich der Wissenschaft nicht verschließen und sie sollte sich modernen Methoden nicht verschließen und sie sollte nicht das eine gegen das andere stellen. Die Alternative heißt nicht bio oder konventionell, sondern die Alternative heißt, glaube ich, einfach moderne Landwirtschaft, die genau das nutzt, was erwiesenermaßen nützlich ist für die Produktivität, für den Ertrag und auch für die Umwelt. CRISPR und andere neue Züchtungsmethoden eröffnen nie dagewesene Möglichkeiten präziser Genveränderungen. Werden sie in Europa wie die klassische Gentechnik weitgehend verbannt, bleibt wohl vieles beim Alten. Wenn nicht, dann stehen wir vielleicht kurz vor einer Gentechnikwende und einer Revolution in der Landwirtschaft.